Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Wir schauen uns heute mal den sogenannten IP Adapter Plus an. Das ist eine super Technik, um ja so ähnliche Effekte wie LoRa's zu erreichen, aber ohne LoRa's zu verwenden. Das ist ziemlich verrückt und auch ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt in die Materie ein. Vielen lieben Dank nochmal an Matzekatze aus dem Discord, der mir den Link zu einem Video gepostet hat. Das ist das Video des Entwicklers selber, der diese Custom Nodes hier erstellt hat. Und daraufhin habe ich den Entwickler auch mal auf YouTube angeschrieben und ihn gefragt, ob es okay ist, dass ich auch ein Video darüber mache. Und er sagte, hey, ja, natürlich. Deswegen auch viele liebe Grüße an Matteo aus Italien, das ist der Entwickler. Und den Link zu seinem YouTube-Channel packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Da ist nochmal ein englischsprachiges Tutorial auch von ihm. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, weil da kommt bestimmt noch mehr. Gut, wir schauen mal rein. Zum Installieren. Wenn ihr den ComfyUI Manager habt, gebt IP Adapter hier oben ein in die Suche und ihr kriegt zwei Resultate. Einmal den IP Adapter Plus und IP Adapter ComfyUI. Wir gucken uns den hier oben an von Cubic ComfyUI IP Adapter Plus. Da schauen wir mal rein und kommen zu der GitHub-Seite. Und die ist wirklich sehr aufgeräumt, sehr gut gestaltet. Hier findet ihr auch eigentlich alle Beschreibungen nochmal zusammengefasst. Also das ist wirklich sehr gut. Wir kennen ja das Problem aus der ComfyUI-Welt, dass die Beschreibungen oft ein bisschen hinterherziehen. Niemand hat wirklich Lust, Dokumentation zu schreiben. Das kenne ich auch. Ich komme auch aus der Softwarebranche. Aber das funktioniert ja schon ziemlich gut. Hier ist auch ein Link zum Video. Ja, falls ihr nicht in meiner Beschreibung klicken wollt, könnt ihr das hier auch von GitHub aus machen. Und installieren könnt ihr das Ganze halt über den ComfyUI Manager, indem ihr dann hier oben auf Install drückt, euer ComfyUI mal neu startet und dann sind die Nodes geladen. Oder aber ihr benutzt den Weg über Git Clone, das ist auch noch hier beschrieben. Wo war's? Installation hier. Hier. Download or Git Clone this repository inside ComfyUI Custom Nodes. Wie das geht, habe ich auch in einem anderen Video zum Thema Custom Nodes erklärt. Schaut doch da gerne rein. Ist keine Magie, ist relativ einfach alles. Und dann habt ihr es. Was ihr im Vorfeld noch machen müsst, ist, ihr müsst noch diese Models hier runterladen, die hier gelistet sind, auch im Bereich Installation. Das sind die IP Adapter Models selber. Einmal für Stable Diffusion 1.5, einmal für SDXL und hier unten sind noch zwei Clip Vision Models. Die IP Adapter Models hier oben, die kommen nicht wie gewohnt in den ComfyUI Models Folder, also nicht in den hier, sondern hier müsst ihr in den Custom Nodes Folder gehen. Dann habt ihr nach der Installation der Custom Nodes einen IP Adapter Plus Ordner und hier drin befindet sich nochmal ein Models Folder. Hier kommen die IP Adapter Models rein und die Clip Vision, die beiden hier unten für 1.5 und für SDXL, kommen wie gewohnt in den Models Ordner und dann unter Clip Vision. Da ladet ihr euch diese Models noch rein und dann könnt ihr die mit einem Neustart von ComfyUI oder einem Refresh könnt ihr dann drauf zugreifen im ComfyUI. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Refresh auch hier funktioniert, wenn wir die Dinger aus dem Custom Nodes Folder laden. Aber wenn sie nicht da sind, im schlimmsten Fall einfach ComfyUI einmal neu starten. So, gut. Das machen wir zu. Dann bauen wir mal einen Basic Workflow und wir gehen mal durch. Man kann mit diesem Teil wirklich super viele Dinge machen. Und die werde ich jetzt mal in diesem Video beschreiben. Erstmal bauen wir uns einen Basic Workflow aus einem Pipe Loader und einem Pipe Sampler. Wir stellen mal eben alles so ein, wie es sein soll. Ich fange mal an mit dem Absolute Reality Model, nehme mir eine Stable Diffusion VAE. Positive und Negative löschen wir raus. Ich gebe aber mal zur Sicherheit schon mal unsere Standard Negatives ein, hier für die YouTube-Videos. Gut. Sampler, lassen wir mal auf Euler. Das funktioniert schon. Machen Preview. Und ich starte das Ganze einmal, um zu gucken, ob es auch
rattert. Jawohl, was hat er gemacht? Wir haben kein Positive. Stable Diffusion dreht frei. Wir haben irgendwas mit Erde. Okay, funktioniert aber. So, der IP-Adapter. Der befindet sich in einem extra Ordner hier, IP-Adapter. Und die erste Node, die wir hier haben, ist das Load IP-Adapter Model. Hier gehen wir rein. Und was mir aufgefallen ist und wo ich schon oft reingerannt bin, der startet mit dem IP-Adapter Plus Face Model. Da muss man ein bisschen drauf achten, wenn man loslegt. Das ist nämlich ein Model speziell für Gesichter trainiert. Da kommen wir auch noch später zu. Für jetzt brauchen wir aber erstmal entweder den IP-Adapter Plus SD15 oder den IP-Adapter SD15-Bin. Der Unterschied ist, der liegt in den Tokens hier. Wir nehmen den Plus. Dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite, dass das gleich auch funktioniert. Ich habe mich da auch schon teilweise oft gefragt, warum funktioniert das denn nicht? Ja, weil ich mir einfach die Load IP Adapter Model Node hier einmal schnell reingeladen habe, also wie ich es gerade eben gemacht habe, einfach so. Und er stand hier auf Face. Das ist das Erste, was man da mal überprüfen sollte. Um das Konstrukt, was wir jetzt brauchen, zusammenzubauen, ist es am bequemsten. Ihr zieht einfach hier von IP-Adapter den Konnektor rüber. Dann kommt ja schon in den Vorschlägen IP-Adapter Apply. Das brauchen wir nämlich. Wir wollen ihn hier anwenden. Dann sieht man hier, wir brauchen eine Clip Vision. Auch hier ziehen wir den Konnektor lang. Wir kriegen einen Clip Vision Loader. Der ist korrekt für SD15 jetzt, weil das ein SD 1.5 Model ist. Wir brauchen später ein Image, aber erstmal brauchen wir ein Model. Und hier können wir einfach unser Model hier rüberziehen und von hier aus hinten in den Sampler. Und dann ist die ganze Geschichte schon eingestellt, mehr oder weniger. So, wir ziehen das nochmal ein bisschen zusammen, damit man hier ein bisschen reinzoomen kann, besser sehen kann. Jetzt brauchen wir hier natürlich ein Image. Das heißt, wir fangen mal an, Bilder zu laden. Wir nehmen Load Image. Hier ist schon eins meiner Testbilder drin. Das können wir jetzt einfach hiermit verbinden. Und das reicht im Prinzip schon aus, um ein erstes Bild zu erzeugen. Was der IP-Adapter nämlich an der Stelle macht, er ist in der Lage, die Bilder korrekt zu interpretieren. Also er erkennt, was sich auf dem Bild befindet, in welchem Stil es ist, etc. und kann das an das Stable Diffusion Model weitergeben. Ein kleiner Hinweis darauf sieht man auch schon hier, wenn wir Clip Vision brauchen. Clip ist ja das, was man auch braucht, wenn man unter Conditioning ein normales Promptfeld aus den Comfy UI Nodes nimmt, dann brauchen wir hier vorne auch schon den Clip. Und das ist die Technik, die es dann erlaubt, Text in Stable Diffusion verständliche Sprache umzusetzen. Also der Text wird in Tokens umgewandelt, die Tokens gehen in Stable Diffusion rein. Aus den Tokens erzeugt Stable Diffusion dann ein Bild, was wiederum auch Tokens sind, und durch das VAE-Decode werden dann wieder Bilder erstellt. So funktioniert das intern. Ist ganz schön kompliziert eigentlich. Aber das ist immer so ein Hinweis, wenn man Clip braucht, dann passiert auch irgendwas mit Text-Tokens intern wahrscheinlich. Also der IP-Adapter kann das Bild beschreiben. Und ich würde sagen, wir lassen mal Bilder für sich sprechen. Wir lassen es einfach mal losjagen. Und wie wir hier sehen können, haben wir jetzt an der Stelle wirklich eine Ink Drawing, also eine Tintenzeichnung gekriegt mit Bäumen, so wie das hier auch beschrieben steht oder dargestellt ist. Er beschreibt es dann ja. Er hat erkannt, es ist eine Tintenzeichnung, es sind Bäume dargestellt und er hat es selber weitergegeben. Wir machen jetzt mal ein Bild mit Fixed Seed. So. Damit ich euch hier was zeigen kann. Und zwar gibt es hier auch eine Noise Injection. Das war auch der Grund, warum ich auf dieses Video gestoßen bin. Das wurde im Discord gepostet, weil hier können wir auch eine Noise Injection an der Stelle machen. Ich hatte das ja mit einem Bild gemacht an der Stelle. Hier passiert es direkt schon in der Node. Ich weiß gar nicht an welcher Stelle, ob es im Model passiert, obwohl Matteo hat in seinem Video erwähnt, dass er auch einfach ein neues Bild hinzufügt oder beziehungsweise als Grundlage, glaube ich, schon gibt, um hier im Sampler dann was
zu berechnen. Also wir können das ein bisschen hochdrehen. So 1/3 Stärke ist eigentlich immer ganz gut. Und wir können jetzt mal gucken, was das mit dem Bild hier macht. Wir kriegen halt mehr Details am Ende raus. Und dafür ist diese neueste. Wir können es nochmal auf 0,5 hochdrehen. Just for fun. Und je mehr wir das hochdrehen, umso detaillierter wird das Bild eigentlich. Aber man sollte nie übertreiben. So 1/3 ist ganz gut. Wir haben an der Stelle auch die Möglichkeit, mehrere Bilder hinzuzufügen. Ich ziehe mir das mal hier eben rüber. Ich habe nämlich schon ein paar Bilder runtergeladen. Beziehungsweise mit denen habe ich selber rumgetestet. Wir nehmen mal, da ist es, okay. Wir nehmen nochmal ein Load Image dazu. Und ich gucke mal, ob ich es so finde. Müsste das sein, genau. Ich gucke mal auf die Detailnamen, weil ihr seht schon, hier ist schon Klammer 1 und so. Jedes Mal, wenn ich das aus dem Input-Ordner wieder reinziehe, stellt ComfView eine weitere Kopie davon. Das will ich jetzt gerade nicht. Das ganze Input-Ordner vollgemüllt. Um diese Bilder zu verbinden, brauchen wir eine Node, die nennt sich Image Batch. Die ist im ComfView mit dabei. Da können wir dann 2 Bilder reinziehen. Dann werden die Bilder kombiniert und das Endergebnis ziehen wir einfach in den IP-Adapter rein. Und wenn wir jetzt mal wieder hier oben auf Randomize stellen, sollten wir schon in der Lage sein, unterschiedliche Bilder zu bekommen. Es hat sich ein bisschen geändert, wie man sieht. Der Stil wird anders. Wo kommt denn jetzt dieser Kreis hierher? Ich weiß es nicht. Wir kriegen jetzt Tiere mit hinzu. Interessant. Und es ist alles ein bisschen rund gestaltet, wie hier auch unser Löwenkopf. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, sogar ein drittes Bild hinzuzufügen. Ich gucke schnell. Irgendwas mit 6,4 am Anfang, das müsste es sein. Genau, hier haben wir noch eine Ink-Zeichnung. Und wenn ihr mehr als 2 Bilder hinzufügen wollt, nehmt ein weiteres Image-Batch, zieht euch aus dem vorderen Image-Batch den Connector runter, zieht das neue Bild in Image 2 und verbindet das nach oben. Und wir können es wieder laufen lassen. Und jetzt kriegen wir eine wüste Mischung aus allen. Es ist nach wie vor Tinte. Wir können das nochmal runterdrehen, vielleicht nicht so viele Details. Es ist nach wie vor Tinte, aber wir sehen hier ganz gut, dass der IP-Adapter wirklich in der Lage ist, diese Kombinationen jetzt hier zu beschreiben und umzusetzen. Wir haben jetzt hier noch ein Gesicht hinzugekriegt. Wir haben hier das Gesicht, wir haben aber nach wie vor hier hinten auch noch die Bäume. Natürlich haben wir die ganze Zeit eine Tintenzeichnung. Also das ist das, was im Allgemeinen, glaube ich, derzeit so ein bisschen als Mini-Lora gilt, weil wir dadurch in der Lage sind, durchaus Stile zu kombinieren und hinzuzufügen. Wir können hier auch an der Stelle Bilder mischen. Jetzt gucke ich trotzdem noch mal hier rein. Wenn wir jetzt mal das Example-Bild hier unten laden, Example, dann haben wir ja einen komplett anderen Stil an der Stelle jetzt. Wir lassen es trotzdem mal durchjagen. Ja, wir sehen jetzt, dass es... Oh Gott, ist das furchtbar. Wir sehen aber, dass es sich jetzt ziemlich krass mischt, ne? Also wir haben aus dem dritten Bild haben wir jetzt Einflüsse. Wir haben nach wie vor unsere Bäume. Außen ist jetzt Ink. In der Mitte haben wir jetzt diesen Paint-Stil hier. Das funktioniert ziemlich gut. Ich drehe nochmal eben zurück. So. Wenn wir jetzt selber hingehen wollen und einen Prompt verwenden, ich sage mal a cute cat, die Negatives in Kombination mit cute cat finde ich dann sehr interessant. Ja, aber sicher nicht. Trag sie lieber am Anfang ein, als dass irgendwann später was schief geht. Und dann mal das Ganze versuchen. Dann sehen wir schon, dass es sich ein bisschen reinmogelt. Und zwar haben wir hier ein Katzenohr gekriegt.
Ja, er versucht jetzt hier wirklich Katze reinzukriegen. Aber das ist etwas, was wir mit dem Weight steuern können. Das steht derzeit auf 1. Das heißt, die Bilder hier unten werden jetzt hauptsächlich zur Referenz hinzugezogen. Wir können das Ganze mal ein bisschen reduzieren. Und durch das Reduzieren geben wir unserem Prompt mehr Gewicht. Also wenn wir das Gewicht im IP-Adapter runterdrehen, geben wir unserem Prompt mehr Gewicht. Und wir sehen jetzt schon, es kommt deutlich stärker die Katze raus. Allerdings ist an der Stelle das Gesicht auch noch sehr präsent. Wir können jetzt einmal kurz nochmal wieder gucken, dass wir das hier rauslöschen. Der ist noch verbunden, ne? Genau. Machen das mal nur mit 2 Bildern, die jetzt nicht so krasse charakteristische Merkmale haben wie dieses Gesicht. Und wir sehen, dass unser Prompt inzwischen auch durchkommt. Wir können das nochmal ein bisschen stärker machen wieder. Ja, hier ist er ein bisschen mit der Katze durcheinander gekommen. Okay, offenbar ist der Prompt jetzt zu schwach vertreten. Gehen wir mal auf 0,7. Ja, jetzt kriegen wir eine Tintenzeichnung von einer Katze. Wir können an der Stelle wieder die Noise ein bisschen hochdrehen, damit wir ein bisschen mehr Details kriegen. Na, gib mir mal eine bessere Katze. Das ist doch ganz gut. Ja, und damit haben wir die Möglichkeit, Stile hier unten hinzuzufügen. Und wie gesagt, wir können sie auch mischen. Und das ist das Coole. Ich gucke mal, ob ich noch ein Beispielbild habe. Nein, wir können aber mal einfach auf Google nach Watercolor suchen oder sowas. Nehmen mal Bilder. Was nehmen wir denn mal? Was ist das denn da? Drache Aquarell. Nee, Etsy möchte ich nicht. Watercolor Cat. Schauen mal eben. Was ist denn mit ihr hier? Die können wir mal nehmen. Habe ich die Notes hier? Ja, sind bereit. Ziehen wir das Bild mal hier runter. Und lassen es mal damit laufen. Und auch hier kriegen wir jetzt eine Mischung aus diesen beiden Bildern. Sehr süß übrigens. Da wir hier unten eine Katze haben, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr den Bildern Gewicht geben. Das funktioniert sehr gut. Wir haben jetzt eine Mischung aus Tintenzeichnung gefüllt mit Wasserfarben. Gefällt mir sehr gut. Hier hinten die Wasserfarbenkleckse. Das funktioniert einwandfrei. Wichtig hier wäre noch zu erwähnen, dass ihr hier an der Stelle dann nicht viele gleiche Bilder hinzufügen braucht. Also es reicht, wenn jedes Bild andere charakteristische Merkmale vorweist, wie zum Beispiel jetzt unsere Tintenzeichnung und ein Motiv oder verschiedene Zeichenarten, Comicbilder oder also ein Comicbild gemischt mit einem Anime-Bild, gemischt mit einer Tintenzeichnung oder sowas. Also immer neue Charakteristika in den Bildern vorhanden sind. Es bringt jetzt nicht viel, wenn ich jetzt hier 3 Bilder von tintengezeichneten Bäumen untereinander hänge. Das könnt ihr euch einfach sparen. Das bringt nichts. Also der IP-Adapter nimmt sich die Unterschiede raus und lernt daraus dann. Das könnt ihr euch sparen. Also im Prinzip könnt ihr mit nur wenigen Bildern, mit den Charakteristika dieser Bilder dann mehr erreichen, als wenn ihr jetzt hier 6 oder 10 Bilder oder so in Reihe kettet und die hier oben reinschmeißt. Das Ganze funktioniert auch mit SDXL. Wir nehmen mal ein SDXL-Model, einfach mal das Juggernaut, da muss ich die VAE ändern. Ich nehme mal die Baked VAE, obwohl nee, ich nehme die SDXL VAE. Und dann müssen wir hier natürlich die Models umschalten. Es gibt hier einmal ein SDXL-Model und es gibt einmal das SDXL Plus Model und hier unten nochmal SDXL Width-H. Und wenn ihr diese Width-H nimmt,
Wir nehmen mal das IP Adapter Plus SDXL with H Model. Dann müsst ihr im Clip Vision trotzdem im Stable Diffusion 1.5 bleiben. Wenn ihr das SDXL Model hier nimmt, dann müsst ihr hier unten auch im Clip Vision den SDXL, also das SDXL Clip Vision Model nehmen. So. Ich habe die übrigens umgenannt. Die kommen mit dem Namen, ich glaube, Model.SafeTensors beim Rumladen, habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Oder nennt die beim Runterladen um. Und so beschreibt ihr euch die. Gut, wir nehmen mal das und bleiben hier. Und so müsste das eigentlich schon funktionieren. Ich guck mal. Ich erwarte einen Crash, aber eigentlich müsste es funktionieren. Wir müssen das Model natürlich erstmal laden. Ich hätte noch die Latency Size höher stellen können an der Stelle. Aber für die Demo wird es funktionieren. So, es wird nicht gemotzt, es wird gerendert. Sehr schön. So, und auch an der Stelle haben wir jetzt mit einem SDXL-Model unsere stilistischen Eingabebilder kombiniert mit unserem Motiv. Wir können jetzt auch mal sagen, wir haben hier unten hier eine Katze. Wir nehmen hier mal einen Dock rein, mal gucken, was er daraus macht. Ja, er hat jetzt einen Hund gerendert. Es ist ein bisschen in Richtung Katze noch, aber also man erkennt noch ein bisschen die Katze raus, aber ihr seht, der Prompt wird genommen mit den beiden Charakteristika von hier unten. Gut, das zum Thema SDXL. Also ich kann es ja nochmal machen. Wenn wir hier den IP-Adapter SDXL nehmen wollen, dann erwarte ich jetzt einen Crash. Jawohl. Und das liegt daran, dass wir die Clip Vision hier unten auch auf SDXL stellen müssen. Lädt sich das Model jetzt rein. Und dann läuft das Ganze auch wieder. Jawohl. So, ich stelle mal wieder alles zurück. Das läuft dann auch ein bisschen schneller mit den alten Models. Klick, klick, klick. Wir löschen nochmal wieder das Positive Prompt. Und wir schauen uns jetzt mal das Face Model an. Ich nehme an der Stelle ein Bild mal weg. Das brauchen wir so nicht. Genau, das da oben rein. Und wir gucken mal eben auf Pexels, ob wir ein Gesicht finden. Ja, ich suche aber etwas anderes. Wir gucken mal eben. Ich suche ein Bild, wo das Gesicht ein bisschen höher ist. Ich schaue mal eben rum. So, mit Person habe ich eins gefunden. Wir nehmen mal dieses Bild hier, ziehen uns das mal hier unten rein. Drehe die Noise einmal wieder runter und drehe dafür die Stärke auf 1 hier an der Stelle. Und wir lassen das mal laufen. So, und an der Stelle können wir sehen, was das Face Model macht. Also es überträgt nicht das Gesicht, was auf dem Bild ist, in euer Gesicht. Das Face Model ist eher dann dafür da, Gesichtscharakteristika zu beschreiben. Also es beschreibt von unserem Ursprungsbild die Haare, die Augenbrauen, den Mund, die Nase. Also es ist kein Image-to-Image an der Stelle, sondern wir kriegen nur ähnliche Resultate raus. Ich kann noch mal eins laufen lassen. So, also wir sehen das Grinsen an der Stelle. Wir sehen, die Augenbrauen sind ähnlich. Sie hat blonde Haare. Das passt schon. Hier kommt nämlich eine weitere Note auch noch ins Spiel. Und zwar, also im Moment funktioniert es ganz gut, aber wenn ihr so Hochkantbilder habt wie hier, könnt ihr aus dem IP-Adapter die Prepare Image for Clip Vision Node benutzen. Und was diese Node nämlich macht, ist, ihr könnt die hier reinhängen und die dann oben in den IP-Adapter reinhängen. Mit dieser Node könnt ihr die Crop Position angeben. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich ziehe hier schon mal ein Preview Image runter. Und zwar ist die jetzt auf Top. Wir können hier Top, Bottom, Left, Right oder Center angeben.
Und wir sehen, dass das Gesicht hier ziemlich oben ist. Deswegen machen wir mal Top und sagen hier Lanczos. Ich finde es richtig gut, dass hier auch der Lanczos-Filter eingebaut ist. Das ist nämlich eigentlich der beste. So für Bilder-Resizing. Wir können hier noch ein Sharpening eingeben. Das machen wir mal. Und wir machen das Ganze nochmal. Und wir sehen jetzt, dass er sich nur den oberen Bereich aus dem Bild rausgenommen hat und das Gesicht dadurch ein bisschen besser interpretieren kann. Kriegen ganz komische Resultate gerade raus. Aber naja, wir können die Noise noch ein bisschen hochdrehen, ein bisschen mehr Details reinpacken. Das funktioniert immer. Jawohl, das wird dann schon ein bisschen besser. Und hier sehen wir ganz gut, wenn wir mal das Preview-Image neben das erzeugte Bild legen, dass das Gesicht interpretiert wurde vom IP-Adapter und wir ähnliche Charakteristika des Gesichts erhalten. Und auch hier können wir dann wieder sagen, a woman in a police uni. Ich kann nicht tippen. Früher Morgen. Naja, 9 Uhr. Ich habe Urlaub, da ist das früh. So. In a police uniform. Und dann kriegen wir nämlich das gleiche Resultat wie eben auch. Wir haben jetzt unseren Prompt da drin verarbeitet und wir haben die Gesichtsmerkmale übertragen. Und auch hier können wir wieder sagen, wir wollen unserem Prompt ein bisschen mehr Gewichtung geben. Dann ja, haben wir ein bisschen besseres Polizeiuniformbild, aber trotzdem das Gesicht übertragen. Jetzt gucken wir uns mal ein Image-to-Image an. Ich räume noch mal eben alles auf an der Stelle. Wir nehmen hier unten mal. Ich überlege, ob wir ein anderes Watercolor-Bild nehmen. Wir gucken mal, ob es damit funktioniert. Beim Image-to-Image brauchen wir natürlich noch ein weiteres Bild. Das laden wir uns mal hier oben rein. Und ich suche mal nach Bildern von, das habe ich schon mal gemacht, wie man sieht, von Taylor Swift. Bilder. Nehmen wir mal dieses hier, ziehen uns das hier oben rein und das wollen wir jetzt einmal encodieren. Dafür brauchen wir das Bild, die VAE und das Letten packen wir hier unten rein. Hier müssen wir natürlich das Denoise runterregeln. 0,5. So. Wir löschen unseren Prompt raus. Die Noise lasse ich mal auf 0,33. Hier sind wir wieder an der Stelle, wir müssen das Model natürlich ändern. Und die Clip Vision ist gleich, weil wir wollen jetzt nicht mehr den Gesichtsausdruck haben, sondern wir wollen jetzt ein Image-to-Image haben mit dem Stil, den wir hier unten reingeben. Ja, das funktioniert nicht so gut. Wir gucken mal eben, ob das mit da muss ich nochmal eben in meinen Ordner schauen. Ich ziehe es jetzt einfach hier rein. Dann haben wir es halt doppelt und dreifach. Also ich Platte. Das funktioniert gerade nicht so gut. Ich überlege gerade, warum. Lass es nochmal laufen. Ich habe doch einen Denoise eingestellt. Wir haben das Optional Latent an der Stelle. Wahrscheinlich müssen wir die Weight hier ein bisschen runterdrehen. Kann das sein? Ah ja. Das ist es. Okay. Also die Weight hier ein bisschen reduzieren. Und wir kriegen jetzt eine Mischung aus unserem Bild, was wir vorher hatten, mit dem Zeichenstil hier. Ich hätte gerne nochmal ein anderes Watercolor-Bild. Was ist denn mit dem hier? Schauen
Schauen wir uns das mal an. Das ist ein bisschen schöner. Das ist ein bisschen schöner. Wir können dem Ganzen noch ein bisschen Prompting dazugeben, um es ein bisschen zu verstärken. Und wir sehen, wir können hier Image to Image mit unserem Stil verknüpfen. Was noch besser funktioniert, ist, wenn wir hier oben noch ein ControlNet hinzufügen. Also wir sagen, wir wollen einen Kenny Edge Preprocessor noch hier haben. ControlNet Apply. ControlNet Loader. In den Loader packen wir uns das Kenny Model rein. Nehmen das Conditioning natürlich, packen das hier rüber und nehmen unser Image. Damit kann man das dann noch ein bisschen unterstützen und wie man gleichzeitig hier auch sieht, ControlNets funktionieren wie gehabt. Und jetzt sehen wir hier unten, dass es sich viel stärker am Original befindet als vorher. Gucken wir mal eben hier, wenn wir jetzt noch einmal switchen. Wir können jetzt natürlich hier auch noch mal wieder sagen, wir wollen das Ganze noch mal wieder kombinieren mit Batch. Das heißt, wir wollen jetzt eine Kombination aus den Watercolors haben und unserer Tintenzeichnung. Ja, die Tintenzeichnung kommt jetzt nicht so stark durch, aber die Lines etc. sind stärker geworden, das sieht man schon. Ich gebe dem Ganzen, also dem IP-Adapter, noch mal ein bisschen mehr Gewichtung. Die Watercolors sind ein bisschen stärker, aber vielleicht können wir hier auch den Denoise mal was hochdrehen. Ja, damit kommen wir schon ein bisschen mehr in die Richtung rein. Aber man sieht hier schon sehr gut, dass man diese ganzen Stile und so wunderbar verknüpfen kann. Okay, ich räume das Ganze jetzt nochmal eben wieder auf. Wir lassen nur mal ein Bild da. Wir brauchen das ControlNet nicht mehr. Wir brauchen, doch, das hätten wir gebraucht noch. Mist, so schnell aufgeräumt. Egal. So, wir nehmen den Positive Prompt an der Stelle weg. Und ich zeige euch jetzt mal eine Möglichkeit zum Inpainting bzw. Face Swapping. Das funktioniert nämlich auch eigentlich relativ gut. Wir drehen mal wieder alles auf Standardwerte zurück hier. So. Und zwar, wie mache ich das jetzt? Wir sagen eben mal Load Image und wollen eigentlich im Image-to-Image-Bereich bleiben. Deswegen sagte ich eben, das hätte ich trotzdem noch gebraucht. Ist egal. Baue halt nochmal. So. Und hier oben nehmen wir jetzt, ich ziehe es nochmal aus meinem Ordner raus, ein Bild von Indiana Jones. Und hier unten werden wir jetzt mal 3 Bilder hinzufügen. So. Ich ziehe die mal ein bisschen. Ich glaube nämlich, wir brauchen ein bisschen mehr Platz hier. Und in diese 3 Bilder packen wir jetzt mal Vorgaben von Vin Diesel rein. Ich hatte doch noch ein drittes Bild. Hier ist es. So. Und hier sehen wir jetzt auch schon wieder, dass wir hier ein bisschen vorbereiten müssen. Prepare Image for Clip Vision. Ich ziehe den mal eben hier oben raus, der irritiert mich gerade. Hier sind wir, glaube ich, ganz gut mit Center bedient. Hier an der Stelle würde ich eher sagen, wir brauchen den oberen Bereich, also wir nehmen Top. Und hier würde ich auch sagen, wir nehmen Top. Dann brauchen wir wieder ein paar Image Batch Nodes, 2 an der Zahl, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir verbinden die ersten beiden,
funktioniert so nicht. Die ersten beiden Images, so, das ziehen wir hier runter, hängen unser drittes Bild in Image 2 und können das dann mit dem IP-Adapter verbinden. So. Und jetzt sind wir hier im Image-to-Image-Bereich. Das heißt, ich lasse es einmal losrattern. Ja, er macht schon Dinge. Allerdings, hier oben ist schon ein Fehler. Wir brauchen hier nämlich VAE-Encode for In-Painting. So, nichtsdestotrotz brauchen wir die VAE und die Maske. Und ich wechsle hier schon mal auf ein In-Painting-Model, und zwar das Absolute Reality In-Painting. Grow Mask by, das habe ich gerne ein bisschen höher. Da können wir mal 16 nehmen und wir nehmen das Latent. So. Und jetzt können wir nämlich mal hier oben unseren Indie im Mask Editor öffnen und mal eben sein Gesicht rausnehmen. So, nehmen wir mal ein bisschen vom Hals mit, damit der Übergang besser wird. So, Save to Note. Und jetzt an der Stelle gucken wir mal, was passiert. Wir sagen jetzt mal Vin Diesel as Indiana Jones. Das Denoise ist noch falsch. Verdammt. Wir müssen das Denoise auf 1 drehen. So, den ersten Vorgang habe ich gecancelt. Der sollte trotzdem das Model laden. So. Und an der Stelle sehen wir eigentlich schon ganz gut, dass Face-Swapping an der Stelle gut funktioniert und das In-Painting. Wir kriegen nämlich jetzt eine Interpretation von Vin Diesel als Indiana Jones. Und auch hier können wir dann wieder unseren Prompt erweitern. Wir sagen jetzt mal, wir wollen ihn grinsend haben. Geben wir dem Prompt ein bisschen mehr Spielraum. Grinst Vin Diesel so? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Grinsen ist da. Wir können dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Details geben. Ja, und jetzt haben wir Vin Diesel als Indiana Jones an der Stelle und gleichzeitig auch gezeigt, dass das Face-Swapping gut funktioniert und das In-Painting. Wir können einmal testweise hier mal auf das Face-Model umschalten. Funktioniert auch sehr gut, wenn nicht sogar noch einen Ticken besser. Wir erinnern uns, das Face Model beschreibt nur die Charakteristika des Gesichts. Unterstützend mit dem Prompt geht das ziemlich gut. Wir können noch mal eben kurz ein anderes In-Painting, und zwar das Epic Realism In-Painting an der Stelle verwenden. Das wird jetzt geladen. Aber es funktioniert ziemlich gut. Also In-Painting ist gar kein Problem. Face-Swapping geht an der Stelle. Gucken mal. Ähnliche Resultate. Ich glaube, da tun sich die beiden nicht viel. Dann nochmal Greening. Funktioniert nicht so gut. Looking angry. Vin Diesel ist gerade ein bisschen so wie das Mr. Spock-Meme, wenn ihr das kennt. Alle Emotionen gleich. Aber ich denke, der Sinn und Zweck der ganzen Sache kommt ganz gut raus. Sehr gut. So. Es gibt noch eine coole Sache. Und zwar kann man den IP-Adapter auch zum Upscaling verwenden. Ich gucke noch mal eben kurz, ob ich hier noch on track bin mit dem Video. Ja, bin ich. Okay. Wir können es zum Upscaling verwenden. Und zwar müssen wir an der Stelle, das bauen wir jetzt mal zurück. Ich mache es einfach mal der Übersicht halber jetzt einmal komplett sauber hier. So. Jetzt haben wir hier ein freies Bild.
Wir nehmen mal wieder ein Astronaut Flying in Space. Gucken einmal kurz, was er damit macht. Ich bin noch im In-Painting-Model, das ist Käse. Ja, vielleicht sollten wir doch das Ref Animated oder so nehmen, mal schauen. Na, es geht aber schon. Da kommen ganz ordentliche Bilder raus. So, zum Upscaling. Machen wir hier nämlich noch einen zweiten Sampler hinzu. Und sagen jetzt, wir wollen unseren IP-Adapter haben. Das Model, ne, wie gesagt, denkt dran hier umzuschalten. Fly IP-Adapter, Clip Vision Loader. Wir haben dieses Model. Ziehen das mal hier hoch. So. Und wir haben hier unser Image. So, und wir brauchen noch ein Scale. Ich nehme jetzt einfach mal ein Image Scale by. Nehmen wir Scale by oder Scale to? Ich nehme mal ein Image Scale to. Two-Side ist im Prinzip egal. Longest, wir sagen mal 1080. So, wir brauchen hier wieder einen VAE-Encode. Geben das mal hier rein. Wir müssen das Motiv gleich noch ändern. Mir ist da noch was eingefallen. Und zum Vergleich dazu nehmen wir das Bild auch nochmal hier unten in einen zweiten Zweig, der ohne den IP-Adapter hochskaliert. So, also wir skalieren das Bild hier an der Stelle hoch. Und was mache ich denn hier? Das war dumm. Wir können es hier unten direkt reinpacken. So. Wir nehmen schon mal eine Primitive hinzu, weil ich gerne denselben Seed hätte hier an der Stelle. Convert Seed to Input. Wir verbinden den Seed einmal. So und so. Sagen hier Randomize. Und damit haben wir beide Sampler gleich gesteuert. Wir geben eine Denoise von 0,5 rein. Wir sind hier im Upscaling 0,5 und ziehen uns mal zwei Preview Images hier runter. Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 1 kommt aus dem Upscaling mit IP-Adapter. Nummer 2 kommt aus einem normalen Upscaling. Und wir müssen eben mal hier den Prompt ändern. Portrait of a beautiful woman dressed clothes. Und wir gucken mal, was passiert. Ah, guck mal, da motzt er schon. Die Pipe müssen wir natürlich einmal verbinden. Zuerst kriegen wir das ohne IP-Adapter, das Upscaling. Und jetzt kriegen wir das Upscaling mit IP-Adapter. Und wir sollten uns nochmal hier eine dritte Preview-Note dazusetzen, die einmal das Ursprungsbild zeigt. Weil in der Regel ist es so, dass der IP-Adapter in der Lage ist, das Bild, was wir ins Upscaling schicken, zu beschreiben, was am Ende dann dafür sorgt, dass wir näher am Original bleiben als ein normales Upscaling. Also wir gucken mal, das ist unser original kleines Bild. Wir sehen hier schon, wir haben eine ganz andere Person bekommen, als unser Ursprungsbild ist. Und jetzt mal gucken, ob es sich bewahrheitet. Ja. Es ist eine Mischung irgendwie. Bin auch hier überhaupt mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Also da bin ich ein bisschen zweigeteilt an der Stelle. Guck gerade, ob wir schicken das Latent ja rein, haben 0,5. Mal gucken, ob er jetzt ein bisschen näher am Original bleibt. Ja, hier kann man es besser sehen. Dass er ja doch, ich vergleiche gerade. Hier ist er ein bisschen näher am Original geblieben. Wir können gleich auch nochmal einen dritten Test machen. Ich mache jetzt erstmal einen dritten Test und dann gucken wir uns nochmal das Face Model an. Aber das Face Model sollte eigentlich, das beschreibt ja nur das Gesicht. Das brauchen wir an der Stelle ja nicht. Wir machen nochmal einen dritten Test. Aber wir können es auch ausprobieren. Wird hier da unten das Bild schon ein bisschen verhunzt. Ja, wir gucken nochmal eben. Vielleicht funktioniert das auch nicht so gut mit entfernteren Fotos. Close-up Photography. So, wir gucken mal gleich. Wir gucken jetzt mal mit einem Close-up. Ja, man sieht Nuancen. Also man sieht schon den Unterschied. Es ist natürlich jetzt ein billiges Upscaling auch an der Stelle. Nur ein reines Pixel-Upscaling. Aber man sieht schon, dass der IP-Adapter an der Stelle das Ganze ein bisschen mehr in Richtung Original schubst, als es ein normales Upscaling macht. Ist die Frage, ob man es an der Stelle benutzen möchte oder nicht. Wir können auch nochmal eben den IP-Adapter, den normalen, verwenden. Ist halt einfach eine Möglichkeit, das Upscaling nochmal zu unterstützen. Ob man es braucht oder nicht, kommt ja immer auf den Anwendungszweck an. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch, dass wir hier doch eine andere Person bekommen haben. Mal gucken, wie der IP-Adapter sich schlägt. Auch hier würde ich sagen, der IP-Adapter hat dafür gesorgt, dass es wesentlich näher am Original-Ursprungsbild liegt. Das Upscaling an sich ist ein bisschen komisch. Wir probieren es noch einmal mit dem Denoise, um ein bisschen mehr Details rauszuquetschen an der Stelle. Ja, es sind Nuancen. Man sieht schon, der IP-Adapter möchte näher am Original dranbleiben, während das normale Upscaling auch gute Resultate liefert weiterhin, aber die Person doch nochmal ändert. Ist die Frage, wie sehr man darauf Wert legt, am Original zu bleiben oder ob es einem im Prinzip egal ist, welche Person man am Ende rauskriegt. Okay, was ich gerne einmal, jetzt ist mir spontan eingefallen, ausprobieren möchte, ist, wenn wir den einmal auf, nee, nicht -1, auf 0 drehen und das Denoising hier, das Noising an der Stelle auf 0,5 setzen. Weil an der Stelle ist mir aufgefallen, bei der Technik, die ich mit dem Noise Injection gezeigt hatte, ging es ja nur beim Erstellen des Ursprungsbildes und später, also man konnte später nicht mehr hineingreifen in den Prozess, weil die K-Sampler die K-Sampler Advanced kein Denoising haben. Wir räumen nochmal eben auf. Zack, 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 zack. Wir machen jetzt mal kein Image-to-Image mehr, sondern wir gehen wieder zurück zu einem mehr Basic Workflow. Fly IP Adapter, Clip Vision Loader, Model rein, Model raus. Wir sind noch im Epic Realism, das passt auch. Wir nehmen mal hier alles wieder weg. So, es gibt nämlich noch eine coole Variante oder eine coole Technik, und zwar könnt ihr euch das, was ihr erstellt habt, nein, das war falsch verklickt,
wegspeichern. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf unsere Ink-Zeichnung an der Stelle. So. Und dann nochmal wieder sagen, wir haben hier auch unseren wundervollen, nehmen wir den, unsere wundervolle Watercolor. Was mache ich denn hier? Einfach reinladen und drücken. Funktioniert nicht. Wir müssen die natürlich einmal noch verbinden. So. So, und dann kriegen wir hier diese wunderschönen Ink Watercolor Drawings raus. Wie heißt dieser Stil? Keine Ahnung. Dann können wir an der Stelle sagen, wir möchten das Ganze wegspeichern. Und zwar funktioniert das hiermit. Wir brauchen einmal die Encode IP Adapter Image Node und die Save IP Adapter Embeds Node. Die können wir schon mal verbinden. Und wir können uns das Bild jetzt hier reinladen und wir brauchen hier oben unser Clip Vision. Wenn wir das jetzt einmal laufen lassen, dann hat das einmal weggespeichert und finden könnt ihr das Ganze dann in eurem Comfy UI Output Ordner Embeds. Und hier ist es dann drin. Das ist das, was wir jetzt gerade weggespeichert haben. Da sind jetzt unsere stilistischen Merkmale, die wir hier angegeben haben, drin. Das können wir ausschneiden, in den Comfy UI Folder unter Input gehen. Hier sehen wir auch die ganzen Bilder, die wir eben verwendet haben. Das muss in den Input Folder, ne, wie gesagt. Drückt Steuerung V, dann haben wir unseren IP-Adapter 0001-IP hier drin. Und jetzt können wir im Prinzip das alles hier rausschmeißen und hier sagen IP-Adapter Load Embeds. Da findet er jetzt nichts. Wir müssen einmal auf Refresh drücken. Und hier haben wir das, was wir gerade verwendet haben. Und jetzt können wir hier nämlich unter IP-Adapter Apply IP-Adapter from Encoded. Und hier schmeißen wir unseren IP-Adapter rein. Hier schmeißen wir die Embeds rein, die wir laden. Hier schmeißen wir das Model rein. Das geben wir weiter an den Sampler. Und das hier oben brauchen wir alles nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere gespeicherten Embeds wieder geladen. Wir können hier unten ein Wait angeben. Noise an der Stelle nicht mehr, aber ein Wait. Ne, was dafür zuständig ist, hier mehr Prompting zu geben. Und es crasht, weil das ist ja einwandfrei. Warum crasht das denn? Muss ich hier ein anderes Model verwenden? Ja, okay. Hier müssen wir dann ein anderes Model. Ich weiß nicht, warum das Plus an der Stelle nicht funktioniert. Interessant, eben hat es funktioniert. Auf jeden Fall seht ihr, dass wir unseren weggespeicherten Stil wieder erhalten an der Stelle. Und hier könnt ihr dann, hier können wir auch wieder sagen, Acute Cat in dem Stil. Wir drehen das Weight auf 0.7 runter. Da unten ist unsere Katze hinzugekommen. Ich hätte aber gerne ein Close-Up einer süßen Katze. Hier gibt es sich auf jeden Fall Mühe, die Katze da irgendwie reinzuklemmen. Aha. Bisschen mehr Weight auf den Prompt. Dann funktioniert das schon. Und wir haben jetzt die Katze in dem Stil, den wir eben erstellt haben. Ihr könnt die Dateinamen hier natürlich umbenennen, so wie ihr wollt. Ihr könnt dann immer wieder eure Stile hier reinladen. Ihr könnt die Stile an andere weitergeben. Ich möchte aber nochmal an der Stelle eine Sache ausprobieren. Und zwar, wenn wir jetzt hier sagen Search Checkpoint Save, sagen Clip. Das habe ich vorher tatsächlich noch nicht ausprobiert.
Wir lassen den jetzt einmal in den Checkpoint Safe laufen. Ist er fertig? Er ist fertig. Den löschen wir wieder raus. Dann müssten wir jetzt im ComfyUI Output Folder einen Checkpoints Ordner haben. Den Checkpoint ziehen wir mal raus, packen den in Models Checkpoints, fügen den ein. Ist bereits vorhanden, die können wir ersetzen. Das ist aus dem vorherigen Video. Das war jetzt unsere, wie hieß die jetzt? Wie war der Name? Was ist es denn? Hier, ne? Das. Nennen wir den mal um in IP-Adapter. So. Sagen jetzt einmal Refresh. Jetzt müssten wir hier unser IP-Adapter-Model haben, genau. Und jetzt will ich einmal kurz gucken, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt einmal laufen lassen. Okay, es scheint, als hätte er es nicht mitgespeichert. Wir kriegen nicht unseren Stil. Gucken wir mal eben, habe ich hier sonst noch irgendwie was drin? Haben wir ein anderes überschrieben? Sieht nicht so aus. Nee, das sieht nicht so aus. Anscheinend geht das so nicht. Es war ein Versuch wert. Also müssen wir eigentlich immer dann an der Stelle hingehen und sagen, wir wollen die Embeds laden. Apply Encoded machen. Wir müssen ein IP-Adapter Model laden. Das Model hier weiterziehen, reinziehen. Und das wäre dann der Weg, um wieder an unseren alten Stil dran zu kommen. Ach so, das Weight hätte ich wieder runterdrehen müssen, ne? Ja, aber hier sehen wir. Ich dachte mir, wenn man hier hinten das Model Output macht, dann würde der das vielleicht auch ins Model reinschreiben. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Egal. Gut. Langes Video. Mal gucken, wie lange es noch ist, nachdem ich es geschnitten habe. Aber wie gesagt, der IP-Adapter kann auch einiges. Also mit dem kann man sehr viel Spaß haben. Probiert es selber aus. Es lohnt sich auf jeden Fall. Geht mal bei dem Entwickler auf den Channel. Lasst mal ein Abo da. Dann kriegt ihr wahrscheinlich auch schneller mit, wenn er was Neues rausbringt. Ja, vielen lieben Dank nochmal an den Discord für den Hinweis und habt viel Spaß beim Rumprobieren und selber experimentieren, ausprobieren. Und ich denke, wir können in Zukunft mal diese Files hier irgendwo im Netz aufpoppen sehen, ne? Mit so kleinen trainierten IP-Adapter-Files. Wäre interessant. Auf jeden Fall. Viel Spaß beim selber nachbauen. Wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.